Der Rathausturm diente früher als Amtsgefängnis. Hier saßen anfangs Diebe und Verbrecher, später dann nur noch Schulschwänzer und Nachsitzer ein. 1805 wurde mit dem Bau des Karlsruher Rathauses begonnen. Der badische Baudirektor Friedrich Weinbrenner hat von Beginn an vorgesehen, das Rathaus mit einem Turm zu versehen, einfach als Gegenstück zur evangelischen Stadtkirche. Die Stadtspitze damals, seinerzeit sehr auf Sparsamkeit bedacht, lehnte den Turmbau ab. Als Friedrich Weinbrenner dann im letzten Entwurf 1820/21 einen Gefängnisbau hier im Turm vorsah, wurde das Vorhaben gebilligt. Der Rathausturm hat eine Höhe von 51 Metern. Die Spitze selbst war der Feuerwache vorbehalten, also ganz oben befanden sich auch Aufenthaltsräume für diese Feuerschutzwächter. Auf Wunsch des Großherzogs hat Friedrich Weinbrenner auf der Spitze eine insgesamt 2,5 Meter große Figur des Gottes Merkur auf einer Kugel angebracht. Für die Vollgeschosse und Zwischengeschosse gab es insgesamt 25 Zellen. Also Haftstrafen, das war ja nicht zu allen Zeiten üblich. Wenn man vom Mittelalter ausgeht bis in die Neuzeit, also bis zum 17. Jahrhundert, war Strafe, das galt als Sühne. Und wir hatten damals die sogenannten Leib- und Lebensstrafen, als schlimmste natürlich die Todesstrafe in den brutalstmöglichsten Ausführungen, aber eben auch peinliche Leibstrafen, also von der Züchtigung bis zum Abschneiden und Abhacken von Gliedmaßen, beispielsweise für einen Diebstahl. Wir müssen uns vorstellen, dass hier Haftstrafen ausgesessen wurden, die maximal etwa einen Monat umfassten. Wir haben hier ein Dokument aus dem Stadtarchiv, das die Haus- und Dienstordnung dieses städtischen Haftlokals zeigt. Die Ordnung für das Gemeindehaftlokal, die legte einfach fest, wie die Zelle und ihre Einrichtung beschaffen war. Sie legte auch fest, wie die Bewachung erfolgte. Unter anderem ist dann aber auch festgehalten, also welche Verköstigung die Sträflinge täglich zu erhalten hatten. Diese Ordnung legte fest, wie die Zelleneinrichtung beschaffen gewesen ist, was den Häftlingen zur Verfügung stand, auch inwieweit die Bewachung zu gewährleisten war. Sie enthält aber auch den Passus der Verköstigung. So steht geschrieben, dass die Sträflinge an Kost zu erhalten hatten, an Brot, Männer 500 Gramm, Knaben unter 15 Jahren und Frauenpersonen 425 Gramm. Mit dem Bau der neuen Amtsgefängnisse, also wurde das Gefängnis hier im Rathausturm aufgelöst und 1897 erwarb die Stadt den Turm für 20.000 Mark zurück. Die Stadt errichtete hier auf diesem Stockwerk, wo wir uns befinden, 2 Gemeindearrestzellen, und zwar für Strafen, die vom Bürgermeisteramt oder von der städtischen Schulkommission verhängt wurden. In der Realität betraf dies vor allem Schulstrafen, also für Schüler, letztendlich im Wesentlichen für Schulschwänzer. Die Strafen dauerten maximal 48 Stunden.